Die stetig ansteigende Weltbevölkerung rückt das Thema Nahrungsmittelknappheit immer weiter in den Vordergrund. Eine große Rolle in der Bewältigung von drohendem Nahrungsmangel stellen Düngemittel dar, welche hauptsächlich aus Ammoniak hergestellt werden. Sie helfen in der Landwirtschaft dabei, Erträge zu maximieren. Ein entscheidender Bestandteil in der Herstellung von Düngemitteln ist Stickstoff. Zum Glück besteht unsere Atemluft zu ca. 78% aus Stickstoff. Wir müssen diesen also nur aus der Luft herausfiltern. Für die Filtration gibt es auch schon ein Verfahren, die cryogene Luftzerlegung. Leider verbraucht diese für die Herstellung von Stickstoff bisher sehr viel Energie und dabei wird sehr viel CO2 ausgestoßen. Daher haben wir ForscherInnen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt am Institut für Future Fuels einen experimentellen Aufbau für einen energieeffizienteren und emissionsärmeren Prozess zur Stickstoffherstellung entwickelt. Eine kommerzielle Druckwechselabsorptionsanlage in Kombination mit einem thermochemischen Zyklus sorgt dabei für sehr hohe Reinheiten, was für die Ammoniakproduktion wichtig ist. Sogenannte Perovskite werden dabei benutzt, um Sauerstoff und Stickstoff zu trennen. Perovskite sind Metalloxide. Wenn sie erhitzt werden, geben sie einen Teil ihres Sauerstoffgehaltes ab. Wenn sie wieder abkühlen, reagieren sie mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft und oxidieren. Das Besondere, das Perovskit behält seine Struktur. Durch Wiederholung dieses thermochemischen Zykluses können immer wieder neue Mengen an Luft von Sauerstoff befreit werden, sodass immer mehr Stickstoff produziert wird. Wie rein der Stickstoff tatsächlich ist, kann durch die Zusammensetzung des Perovskits bestimmt werden, denn diese wirkt sich auf seine thermodynamischen Eigenschaften aus. In unserem Aufbau liegt das Metalloxid, also die Perovskite, in Form von Granulat im Reaktor vor. Somit erhöhen wir die Oberfläche für guten Kontakt zwischen Perovskit und Gas. Der Reaktor wird erhitzt, damit das Perovskit reduziert wird und so Platz macht für den Sauerstoff aus der Luft, die wir zuführen. Den entstandenen Stickstoff leiten wir dann aus dem Aufbau raus. Im Verlauf des Experiments wird durchgängig gemessen, wie viel Sauerstoff noch im Gasfluss vorhanden ist. Für Düngemittel wird möglichst reiner Stickstoff benötigt. Durch die besonderen Eigenschaften des Perovskits können wir so mit weniger Energieaufwand Stickstoff aus der Luft gewinnen. Und mit Hilfe von Sonne und Wind soll dieses Verfahren in Zukunft den für das Düngemittel benötigten Stickstoff sogar noch umweltfreundlicher herstellen. Unsere Erde wird es uns danken.